und Karajan kam und hat immer nach ungefähr 5 Stunden aufgehört, weil er auch nicht länger konnte. Also er hat sehr wenig geprobt, sehr kurz, sehr effizient, aber unglaublich strukturiert. Das war für mich sehr, sehr beeindruckend. Vielen Dank, Herr Bladerer, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute mit uns zu sprechen. Sie sind Kontrabassist bei den Wiener Philharmonikern und Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker seit einigen Jahren. Und Sie haben aber schon als junger Musiker mit Karajan gespielt. Was war denn das, was Sie da gespielt haben mit Karajan? Also das erste war als Substitut die Aufnahmen für den Maskenball. Die Oper wurde aufgenommen im Februar und hätte dann bei den Salzburger Festspielen mit ihm stattfinden sollen. Dazu ist er leider nicht mehr gekommen. Aber wir haben im Musikverein hier mit gar nicht so wenig Sitzungen da den Maskenball aufgenommen. Ja, so wie es üblich war, dass ja zuerst die Opern aufgenommen worden sind, bevor dann die Proben vor Ort angefangen haben. Genau. Ja. Und dann waren Sie noch bei einem sehr wichtigen Konzert in New York dabei. Nein, nicht in New York, es war im Musikverein. Ah, ja. Es war das letzte Konzert, das Karajan dirigiert hat, die Bruckner 7. Das waren, ich glaube, 2 Gesellschaftskonzerte hier im Musikverein. Das war Ende April. Ja, und hätte man Ihnen gesagt, dass er dann bald versterben wird, wäre es wahrscheinlich noch einprägsamer gewesen. Es war auch so sehr einprägsam. Karajan war damals 81. Man hat schon gemerkt, also es war mir auch sehr klar, dass er nicht bei sehr guter Gesundheit war. Er war für mich ein alter Mann, wobei man heute, es gibt einige 80-jährige Dirigenten, die wirken wesentlich jünger als Karajan damals. Aber er war doch gesundheitlich sehr bedient. Er konnte auch nur sehr kurz proben. Das war für mich das Interessante, denn wir hatten in der Oper, also das war meine Erfahrung mit Claudio Abbado, der wirklich jede Probe 3 Stunden gemacht hat, und Karajan kam und hat immer nach ungefähr 5 Stunden aufgehört, weil er auch nicht länger konnte. Also er hat sehr wenig geprobt, sehr kurz, sehr effizient, aber unglaublich strukturiert. Das war für mich sehr, sehr beeindruckend. War Ihnen damals als Musiker klar, warum er diese Stellen probt? Weil ich habe jetzt schon öfter gehört, dass er sich so eher kleine Partien rausgesucht hat und die dann sehr oft wiederholt hat. Ja. Aber ist einem dann nachher bewusst geworden, warum genau diese Stellen? Ja, das war klar. Er hat immer die Anfänge, Übergänge und Schlüsse probiert. Er hat weite Stellen von der Bruckner 7 gar nicht probiert, kein einziges Mal. Er hat einfach dieses Vertrauen gehabt, auch das hat mich, also es hat mir imponiert, weil ich mir gedacht habe, aha, der vertraut uns jetzt, also die anderen Kollegen hat er ja gekannt und na gut, ist halt so. Aber bei den Bruckner Sinfonien sind ja die Übergänge zwischen den einzelnen Blöcken, wenn man so sagen darf, die sind ja immer die Herausforderung, wie kann man das organisch machen. Hanuk hatte dann einen anderen Weg, er hat es einfach ganz schroff gemacht, so geht es auch, aber Karajan wollte das also sehr organisch, diese Übergänge, das musste genauso sein, wie er das wollte, und da hat er nicht locker gelassen. Ich kann mich erinnern, so eine Stelle von der Exposition in die Durchführung von der 7. Bruckner ersten Satz, die hat er wahrscheinlich 20 oder sogar 30 Mal spielen lassen. Und dann hat er am Schluss zu den Hörnern irgendwie so giftig gesagt, das müssen Sie sich noch anschauen, meine Herren. Also er war nicht zufrieden. Und also es war bei ihm ganz klar, was er wollte. Und das war eben das Interessante, dass man auch als sehr Junger sofort gespürt hat. Der Mann in einem schon eher gebrechlichen Körper, aber mit so einem unglaublichen Willen. Und diese Augen, er hat ja alles so angeschaut, immer auswendig natürlich dirigiert. Und diese Hände, er hat alles mit den Händen, auch den Klang geformt. Und was da rausgekommen ist. Und war dann das Konzert immer noch einmal ein besonderes Ereignis? Ich nehme ja auch an, dass das Publikum einfach bei einem so alten Dirigenten, so einem großen Dirigenten, da hat man ja auch als Publikum das Gefühl, es ist vielleicht das letzte Mal, dass man ihn hört. Ja, hat das einen Eindruck hinterlassen? Ich kann mich erinnern, dass der Professor Resel, der war damals Vorstand,
der hat ihn hinausgeführt, der ist mit Karajan quasi so, hat ihn gestützt. Und das hat sehr lange gedauert, bis er mit Karajan auf der Bühne war. Das war ein sehr langsamer Auftritt, eben gestützt von Professor Resl, und das Publikum hat schon unfassbar applaudiert. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob sie aufgestanden sind oder nicht, auch das halte ich für möglich, aber es war auf jeden Fall ein unglaublich starker Auftrittsapplaus für Karajan. Der natürlich dann auch auf die Musiker macht das einen Eindruck. Ja, das hat besonders auf mich damals hat einen sehr großen Eindruck gemacht. Ja. Und würden Sie sagen, dass der Klang, den Karajan da geformt hat, dass man davon noch was hört im Orchester? Ist das was so in der Kontinuität des Orchesters bleibt, sowas? Ja, also ich glaube, das ist auch unser Geheimnis, dass wir immer mit Dirigenten arbeiten, und Karajan hat ja sehr lange mit dem Orchester gearbeitet. Das ist jemand, der Spuren hinterlassen hat. Wir wollen doch jahrzehntelange Beziehungen zu Dirigenten, und wenn jemand so eine prägende Persönlichkeit ist wie Herbert von Karajan, dann hinterlässt das natürlich Spuren. Also die Generation, die er geformt hat, das was uns auch dann die älteren Kollegen im Laufe von Gesprächen, die man halt führt, immer wieder mitgegeben haben in Salzburg, wenn Karajan gekommen ist nach dem Sommer und begonnen hat zu probieren und gemerkt hat, das Orchester klingt nicht so, wie er sich es vorgestellt hat, und die Bewegungen, die er gemacht hat, hat einfach einmal so gemacht zu den Geigen hin, und da haben die schon gewusst, sie müssen weicher ansetzen, er wollte keine akzentuierten Anfänge. Und so etwas bleibt natürlich im Gedächtnis und wird auch weiter tradiert. Also auch mir haben oft ältere Kollegen gesagt, kommt am Anfang ist nicht erfahren, machen es keine Akzente am Anfang oder so. Das wird weitergegeben, und so versuchen wir es auch der nächsten Generation weiterzugeben, beziehungsweise jetzt als Geschäftsführer. Ich versuche auch ganz bewusst Dirigenten für uns zu engagieren, für längerfristige Zusammenarbeit, die den Klang des Orchesters meiner Meinung nach gut tun. Dürfen Sie sagen, wen Sie dafür das merken Sie, wenn Sie die Programme haben. Aber es ist, glaube ich, wirklich, das ist unser Geheimnis. Und diese langfristige, wir haben keinen Chefdirigenten, aber diese langfristige Zusammenarbeit, ich kann schon einen Namen sagen, Riccardo Muti. Der ist jetzt seit 48 Jahren, arbeitet er mit dem Orchester zusammen, also es werden in 2 Jahren jetzt ein halbes Jahrhundert, und es ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit, es war jedes Jahr. War Riccardo Muti da. Jetzt muss ich was Persönliches erzählen. Ich habe vor vielen Jahren einmal in Salzburg mit Mutti eine Maler 5 gehört, und das werde ich nie vergessen. Nie. Und bei Riccardo Muti, wenn wir den Namen schon erwähnen, er kommt ja aus der Karajan-Schule, also für Riccardo Muti ist Herbert von Karajan ein ganz wichtiger Mentor gewesen. Auch das zeichnet, finde ich, Karajan sehr aus, das unterschätzt man heute, aber er hat die ganze Dirigentengeneration nach ihm hat er eigentlich gefördert. Und wenn Sie, also ich kann Ihnen, das ist glaube ich kein Geheimnis, Riccardo Muti hat uns im Sommer zum Beispiel in Salzburg noch einmal die Geschichte erzählt, wie Karajan ihn angerufen hat. Er war damals ein ganz junger Dirigent, nicht so bekannt, er war in seinen 30ern, und Karajan ruft ihn an und fragt ihn, ob er die Così fan tutte nach Karl Böhm, der damals noch gelebt hat. Böhm hat die ja jahrzehntelang dirigiert, es war ein Monopol, aber es war klar, es kommt eine Neuproduktion, und Karajan hat sich überlegt, natürlich, wer kann das machen, und ist auf Muti gekommen und ruft Muti an, und der konnte das nicht glauben. Der war eigentlich fassungslos. Der hat gesagt, er hat es nicht glauben können, dass man ihm diese wichtige Oper in Salzburg anbietet. Da sieht man, wie intelligent Karajan in seiner Einschätzung war. Der hat gesehen, dass dieser junge Mann einer ist, der das richtig machen wird. Das war ja auch so. Muti hat diese Da Ponte-Opern ja unvergleichlich gut. Also für meine Generation war das prägend. Nicht? Und so hat eigentlich Karajan das weitergegeben, was er wollte, auf die nächste Generation. Aber es waren viele. Es war Seiji Osawa, hat immer wieder erzählt, wie viel er Herbert von Karajan zu verdanken hat, und sicher auch viele andere. Ja, und er war auch geduldig oder auch sehr unterstützend für junge Musiker, die im Orchester neu gespielt haben. Ja, also da muss ich sagen,
er war überhaupt in keiner Weise, er war nicht misstrauisch. Man hat immer gehört von Böhm, der war ein bisschen das Gegenteil. Der war misstrauisch, wenn er jemanden gesehen hat, den er nicht kannte, und hat eigentlich gewartet, bis der einen Fehler macht und hat dann insistiert. Und das war Karajan überhaupt nicht. Da könnte Ihnen auch unser Kollege Tomböck, der damals ganz jung aufs erste Horn gekommen ist, also Anfang 20. Und da war 5. Tschaikowski und da ist im zweiten Satz, das ist doch ein riesiges Hornsolo und das ist gefürchtet und die haben das aufgenommen mit Karajan, so in den 80er Jahren. Ja. Und das war für ihn das erste Mal, dass er es gespielt hat. Gleich eine Aufnahme, das mit Karajan, Wiener Philharmonic, also eigentlich der Klassiker, wo ein junger Hornist vielleicht die Nerven wegschmeißen könnte. Ja. Und Karajan hat das so intelligent gemacht. Der hat andere Sätze dieser Sinfonie probiert und ganz zum Schluss, so 10 Minuten vor Ende der Probe, hat er gesagt, lassen Sie doch den Beginn vom zweiten Satz spielen. Und der Tomböck war völlig überrascht und und hat das gespielt, das war beim ersten Mal drauf. Also der Karajan hat ihn sozusagen überrumpelt und sofort und war schon in Ordnung. Ja. Der wollte dem den Druck nehmen und so ganz entspannt, spielen wir das doch einmal und war schon im Kasten. Ja, wunderbar. Sehr schön. Der hat sehr die Jungen eigentlich gefördert. Das ist ein Aspekt, den man, glaube ich, nicht oder zu wenig beachtet. Man denkt immer, der war so ein Herrscher und hat halt sein Imperium da aufgebaut. Aber er hat sehr klug, auch Christian Thielemann, wie uns neulich erzählt hat, wie er ihm gesagt hat, dirigiere Operette. Ja. Nicht? Ich weiß nicht, hat er wahrscheinlich die Geschichte erzählt. Der Herr Froschauer hat es mir erzählt, dass das ein Tipp war von Karajan. Aber unglaublich weit, weil Thielemann wäre heute nicht der er heute ist, wenn er nicht in so jungen Jahren so viel Operette dirigiert hat. Und er hat Gott sei Dank den Rat befolgt. Da hat er natürlich alle diese agogischen Dinge, die ihm heute bei den Wagner-Strauß-Opern zugutekommen, hat er gelernt. Und das waren Dinge, die Karajan erkannt hat. Mhm. Also Karajan war scheinbar jemand, der sehr weit in die Zukunft sehen kann. Das sieht man ja auch bei seinen technischen Erfindungen, wie er sich für die CD und alle diese Sachen, was er sich für Gedanken gemacht hat. Ja. Er war eigentlich seiner Zeit voraus. Der wäre auch derjenige, der diese Streaming-Geschichten, die wir das heute machen, der wäre der Erste gewesen. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Sie haben auch erwähnt, dass Sie glauben, es wäre ganz anders gekommen, wenn er noch ein bisschen länger gelebt hätte. Ja, für uns orchesterpolitisch gesehen, denn das war ja dieses Zerwürfnis mit dem Berliner Kollegen in der Mitte der 80er Jahre und dann kam natürlich seine Reaktion, dann hat er mehr mit uns gemacht und die Geschichte wäre anders weitergegangen. Es gab Pläne für die Osterfestspiele und so weiter, also hätte er noch 2-3 Jahre länger gelebt, hätte Karajan, die Wiener Philharmoniker, anders positioniert. Ja, vielen Dank, Herr Bladerer. Gerne.